Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Serie und diesmal geht es um die Pentatonik. Nun, ich hatte letztes Jahr diese 10er-Serie zum Thema Wechselschlag und die kam sehr, sehr gut an und ich habe jetzt vor, jedes Jahr ein, zwei dieser Serien für die nächste Zeit zu vervollständigen und dieses Mal widme ich mich der Pentatonik, der reinen Pentatonik mit ihren 5 Tönen ohne irgendwelche Zusätze und werde im Detail durch alle Lagen, durch ein intensives Training mit dir gehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dieses Video heute ist die Einführung in die Serie. Wir werden zügig rangehen, uns das Ganze erarbeiten und ja, ich freue mich sehr. Wir sind live ohne Netz und doppelten Boden, wie man so schön sagt. Das ist immer sehr, sehr intensiv und für mich auch aufregend und bringt mir große Freude. Es ist immer wie so ein kleines Konzert für mich. Ich freue mich, ich begrüße jetzt alle, die live dabei sind. Und da gucken wir doch einfach mal in den Chat hinein, wer da alles heute online ist. Hallo Wolfgang, hallo Rudolf. Ah ja, die streng geheimen Verbindungen, ja genau, die noch keiner kennt. Super. An alle, so, danke sehr, lieber Rudolf. Ich mache schon weiter so und das macht mir auch große Freude. Hallo Heinz, grüß dich. Grüße nach Berlin, Grüße nach ganz Deutschland und liebe Grüße aus wow, New York City. Also, wir sind mit den Metropolen der Welt verbunden und wir wollen die Pentatonik lernen. Das freut mich sehr. Klasse. Also, jede Menge Zuschauer. Hallo Dittmar, hallo Friederike, hallo Jörg. Ich grüße euch, ihr treuen Seelen. Ganz, ganz stark, dass ihr auch bei dieser Serie live dabei seid. Wie gesagt, es geht hier zur Sache und ich denke, wenn wir die Serie durch haben, werdet ihr euch nicht nur mit der Pentatonik vertraut gemacht haben wie nie zuvor, sondern ihr werdet sie auch richtig gut spielen können. Ich betone gleich vorneweg, das ist Arbeit. Ne? Es ist also ausgehend von der A-Moll-Pentatonik. Ich will es dir, lieber Zuschauer, nicht zu schwer machen. Also ich bleibe in A-Moll für alle nächsten Folgen. Ich denke, es werden 10, 15 sein, wahrscheinlich ein bisschen mehr wie beim Wechselschlagtraining. Okay? Und also, nur kurz zur Einführung noch, bevor ich dann loslege. Was ist die Pentatonik? Ist eine Skala mit 5 Noten. Wir werden in allen Beispielen die A-Moll-Pentatonik verwenden. In diesem Fall haben wir die Töne A, C, D, E und G. Gleich dazu, wir sollten uns auch vertraut machen dann nochmal mit dem vorhergehenden Video, wo ich die Töne auf dem Griffbrett erklärt habe. Falls du das dir noch nicht erarbeitet hast, wäre es super, wenn du dort ansetzen würdest. Die Pentatonik, speziell die Mollpentatonik, ist die am häufigsten verwendete Skala im Rock, Blues, wie auch in anderen Musikstilen, im Jazz und so weiter. Theoretisch enthält sie den Grundton der Durtonleiter, die kleine Terz, warum? Weil das dann der Mollton ist, und der bestimmt den Klang. Die große wäre die Quarte, die Quinte und die kleine Septime. Nicht die erhöhte, sondern die kleine Septime. Dadurch ergeben sich 5 Töne, die, wenn ich sie auf einer Seite spiele, A, C, D, E und G, jeweils Startpositionen sind für 5 Lagen der Tonleiter, die du dann rauf und runter spielen kannst. Man nennt das auch noch die 5 Formen der Pentatonik oder die 5 Patterns. So, also jede Position, dann hier A, C, D, E und G, erzeugen eine Form, die werden wir dann als erstes auswendig lernen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir als erstes auch die Position des Grundtons A dann einprägst in den einzelnen Formen. Das ist auch wichtig. Aber viel, viel wichtiger ist
Üben und Training, dass man sich das einprägt, sodass das dann wirklich ins Blut übergeht, dass du nicht mehr, wie bei den Grundakkorden, dass du nicht mehr nachdenken musst. Ne? Dass du dein C, D, E, dein F, dein G, dein A, dein H, so wie du das greifen kannst, soll es dann so ganz natürlich für dich werden, diese 5 Formen der Pentatonik zu der pentatonischen Tonleiter zu spielen. Okay? Also, wenn du die Formen noch nicht kannst, wie gesagt, die Serie ist für den ein wenig fortgeschrittenen bis zum fortgeschrittenen Gitarristen. Wenn du ein ganz blutiger Einsteiger bist, was das Thema angeht, dann schau dir die anderen Videos an, hier auf dem Kanal, wo ich die einzelnen Formen erkläre. Gib einfach in die Suche dann Pentatonik ein, dann findest du das. So, das heute ist der Beginn eines ernsthaften Trainings. Und ich freue mich, dass du den Willen und die Motivation hast, dieses Thema ernsthaft anzugehen. Aber gleich vorneweg, geh es bitte langsam an. Es braucht Zeit. Ohne Zeit, ohne Geduld und ohne Ausdauer wird das so nicht funktionieren, wie du dir das vorstellst. Also heute trainieren wir alle 5 Formen und wir verwenden dabei immer Wechselschlag. Rauf, runter, rauf, runter. So, jetzt, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen und die ersten 3 Übungen, wo wir die Lagen miteinander verbinden, mit normaler Spielweise rauf, runter, triolisch und mit Sextolen, also 2 Triolen hintereinander gepackt in einer anderen Rhythmik, gucken wir uns nochmal ganz kurz das Pattern 1 an. Es ist ja eine Einführung heute und hierzu brauche ich kurz seine Aufmerksamkeit, denn ich werde hier so ein bisschen auf dem Bild hier auf dem Bildschirm malen, um dir nochmal die Wichtigkeit der Intervalle ans Herz zu legen. Also von dem Grundton A zu deinem ersten Ton C, da ziehe ich jetzt so eine Linie. So, also von A, wir sind in der A-Moll-Pentatonik, zu der nächsten Note C haben wir 3 Halbtöne. Ich nenne das immer auch einen großen Schritt. Okay? Und das hier ist dann in deiner Tonleiter die kleine Terz. Die kleine Terz, die gibt das C, es gibt den Klang des Akkordes. Also ein ganz, ganz wichtiger Ton, den du jetzt kennst und dir eingeprägt hast, die Mollterz. Die Quarte, die in der Musik mit der Quinte eine sehr, sehr wichtige Funktion haben, nämlich die Mitte der Tonleiter darstellen, die Quarte liegt immer, das kannst du ja wunderbar erkennen, unterhalb, hier ziehen wir eine Verbindung zum D, hoppla, das lassen wir jetzt mal so, gehen wieder auf die gerade Linie und setzen einen neuen Punkt. Hier die 2 verbunden, A und D, also immer untereinander. Das ist die Quarte. Das ist das Quartenintervall, also 4 Töne weiter. Hier. Von A zu D, hier ziehen wir die Linie, von A zu E als nächstes haben wir das Quintenintervall. Diese beiden Töne bilden auch den Power Chord. Power Chords werden ja immer mit 5 bezeichnet. Das wäre dann ein A5. Die Quinte ist auch sehr, sehr wichtig als Intervall. Das kann man sich wunderbar einprägen. Sie ist immer immer 2 Bünde nach rechts von deinem Grundton. Was du wissen solltest, alles auf der Gitarre wiederholt sich. Wenn du es auf dem ersten Saitenpaar spielst, Grundton, Terz, Quarte, Quinte, auf dem nächsten Saitenpaar 2 Bünde nach rechts. Und auf dem dritten Saitenpaar, ich wiederhole das immer wieder, weil es eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, die du beim Lernen der Gitarre haben kannst. 3 Bünde nach rechts. Man hört ganz genau.
wie das jetzt zweimal eine Oktave nach oben ging. Die Töne waren dieselben. Grundton, Terz, Quarte, Quinte. Fehlt nur noch eine Note und das ist die Septime. Die verbinden wir jetzt mit so einer gebogenen Linie. Also erstens ziehen wir hier eine Linie zum G und dann machen wir so eine Biegung hier rein, sodass du das gut sehen kannst. Also von A zu G haben wir die kleine Septime. Ja? Also, das sind die Intervalle, die solltest du dir einprägen mit der Zeit. Vor allen Dingen die Quarte, die Quinte, Quarte direkt unten dran, Quinte 1 nach rechts und die Terz. Und dann bleibt noch als letzter Ton, bevor es wieder zum A geht, die kleine Septime. Die große Septime wäre diese Note, die ist sehr spannungsgeladen, wie du hören kannst. Das ist dann Major 7 oder die erhöhte Septime. 7 plus sieht man dann auch noch. Ne? Okay, und dann kann man diese Intervalle auch mal üben. Zum Beispiel das A mit dem C, das A mit dem D, das A mit der Quinte, mit dem E. Und ihr hört, jedes dieser Intervalle in Kombination mit dem Grundton klingt klasse. Okay. Jetzt gehen wir rein in die erste Übung und die hat es gleich in sich, wie du sehen wirst. Okay, wir gehen jetzt in dieses Pfeil hier hinein hier und üben die Verbindung der 5 Formen, alle 5 Formen gemeinsam. Ich spiele das jetzt hier auf Tempo 60, habe aber einen Dreivierteltakt. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich will diesen Sound hier erzeugen auf dem Dreivierteltakt. Das klingt dann so. Na? Du, 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 ba, 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 ba. Und hier gleich noch meine Tipps. So, wenn du jetzt übst, wenn du jetzt spielst, dann ist es ganz entscheidend, dass du eine sehr, sehr entspannte Position findest. Ja. Mit entspannt meine ich, die Handhaltung ist ganz, ganz entscheidend bei so einem Training. Okay? So, wenn du jetzt meine Hand beobachtest, ich spiele jetzt diese erste Lage der Pentatonik. Das Einzige, was sich ändert, ist meine Hand, die aus dem Handgelenk heraus ein bisschen nach vorne geht. Ich muss, um entspannt meinen kleinen Finger hier hochzubringen, ja, und nicht so unter Spannung zu setzen, muss ich mit meinem Handgelenk nach vorne kommen und den Daumen hinten am Griffbrett halten. So sieht das dann aus von hinten. Ja. Nochmal. Du siehst, das Einzige, was passiert, ist das hier. Der Daumen bleibt in Höhe zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Okay? So, in dieser Übung für alle Unterstützer, die mich über meine Webseite und über Patreon unterstützen, ihr bekommt alle diese Files der nächsten Wochen, die ich erarbeitet habe. Ihr bekommt also die Guitar Pro Files. Diese Files könnt ihr abspielen über Tux Guitar. Das ist eine kostenlose Software, die es online zu finden gibt, beziehungsweise über meine absolute Empfehlung natürlich Guitar Pro. Ich meine, wenn wir teilweise tausende Euros ausgeben für Equipment, dann kann man für die beste Trainingssoftware, die es da draußen gibt, auch mal 60 Euro ausgeben. Das sollte für dich etwas ganz Selbstverständlicher sein.
Okay, also, so was mache ich jetzt in diesem Training? Wie gesagt, ein bisschen für Fortgeschrittene. Ich spiele jetzt alle 5 Formen durch. So sieht das dann aus. Und am Ende landen wir wieder am Anfang, wo wir starten. Das jetzt mal auf Tempo 60, dass du das gut hören kannst, mit dem Vorzähler 3 Schläge und dann geht es los. Ich spiele Position 1 runter und dann wirst du schon sehen, wie das dann aussieht. Gehen wir nochmal an den Start. So, müssen wir hier vorne reinklicken und dann geht's los. Das war ein Durchgang. Jetzt mit der Software kannst du natürlich das Tempo anpassen. Du kannst hier auf Tempo 30 runtergehen, auf 20, was du brauchst. Du kannst zum Beispiel die ersten beiden Lagen markieren und sie dann wie in einem Loop rauf und runter spielen. Und so weiter. Ich habe jetzt den Loop nicht eingeschaltet, den kann ich hier oben einschalten und dann geht das endlos. Das kennt ihr ja schon aus den ganzen Beispielen, die ich schon gemacht habe. So, was ist jetzt hier von entscheidender Bedeutung? Von entscheidender Bedeutung ist, dass du das Ganze so entspannt wie möglich übst, also dass du keine Spannung in deinem Spiel entwickelst, dass du ganz konsequent Wechselschlag trainierst. Okay, also kein Cheating, wie man so schön sagt. Also mit Cheating meine ich kein Hammer-on und Pull-off. Okay, schön sauber. Das ist ganz wichtig für die Koordination deiner beiden Hände. Und noch der nächste Schritt ist du musst dir vom Kopf her ganz klar bewusst machen, dass dieses Training Zeit braucht, Wochen, Monate, wie dein Grundakkordtraining, nur noch ein bisschen auf einem anderen Level. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, die Fingersätze, versuche sie möglichst gleich zu spielen. Du hast vielleicht gesehen, so ab hier oben, wenn es dann enger wird, habe ich nur die ersten 3 Finger verwendet. Das ist völlig in Ordnung. Du legst dir deine Fingersätze so zurecht, dass sie sich für dich gut anfühlen. Es gibt Top-Leute, wie Andy James zum Beispiel, einer der besten Solo-Gitarristen der Welt. Der spielt fast alles nur mit den ersten 3 Fingern, weil es für ihn so bequem ist. Wichtig ist nur, dass du keine Spannung in den Fingern aufkommen lässt. Nur so kannst du dann das Ganze auch auf Tempo bringen. Das war Übung Nummer 1. Übung Nummer 1 war die Verbindung aller 5 Formen, diese wellenartige Spielweise. Damit hast du schon eine große Herausforderung, das auf die Reihe zu bekommen. So, in der nächsten Übung spiele ich triolisch, aber noch nicht schwer, sondern, naja, vielleicht doch schwer, mal gucken, wenn man das noch nie gemacht hat. Hier habe ich jetzt 4/4 Takt und was ich mache, die Betonung ist 1, 2, 3, also pro Schlag eine Triole. Da, 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 da. Dadurch entsteht dieser triolische Klang. Das wirst du gleich hören. Ich spiele jetzt einfach mal die ersten beiden Takte hier vor, dass du die hören kannst.
Okay, ich mache mal einen Loop rein und übe das ein bisschen. So, und wenn ich jetzt 3 Töne pro Schlag spiele, dann habe ich dieses triolische Feeling in dem, was du dann 1, 2, 3, 4. Okay, und im nächsten Beispiel werden wir Sextolen spielen. Das wird auch ganz interessant. Das ist dann nur ein Hauch schneller. Okay, also ich mache jetzt einen Durchlauf. Was ich jetzt mache, ich spiele alle 5 Lagen der Pentatonik rauf und runter in jeder Position, triolisch. In diesem Fall noch einfach, also nicht dieses, was du schon von mir kennst, sondern ich spiele 3 Saiten, insgesamt 6 Töne, dann gehe ich eine Seite zurück und spiele wieder 3 Saiten. Das ist zum Beispiel ein Pattern, was ihr sehr gut hören könnt bei dem Gitarristen Joe Bonamassa. Das kann man auch dann sehr gut Legato spielen, aber Joe pickt das Ganze sehr, sehr zügig durch. Und das ist ein hervorragendes Training, was ich dir jetzt zeige. Und ich gehe jetzt mal durch alle Lagen, drücke mir die Daumen, dass ich live keine Fehler mache. Auch bei diesem Tempo, wenn es langsamer ist, muss man sich doch relativ stark konzentrieren. Also Vorzähler, den Loop raus und es geht los. Triolen, Viervierteltakt. Alle Lagen, einmal vor, einmal zurück, dann die nächste. So, das war ein Durchgang durch alle 5 Positionen, rauf und runter, Viervierteltakt, triolisch gespielt. Super Übung, ein super Training. Ne? Das trainiert man natürlich erstmal auf einem langsamen Tempo, wenn man dann die einzelnen Positionen kann. Und das Gute an der Software hier ist, du kannst einfach zum Beispiel die ersten 4 Takte markieren. Das mache ich jetzt mal, um dir das zu zeigen. Ich markiere die ersten 4 Takte und spiele nur die erste Lage jetzt rauf und runter mit einem Loop. Okay? Und so weiter und so fort. Und dann kannst du die nächste trainieren und am Ende fügst du die Formen zusammen. So, das war jetzt ein Pentatonik Pattern Training, triolisch gespielt, 3 Seiten runter, eine zurück, wieder 3 Seiten runter und das rauf und runter, wie so eine Welle. Okay? Und im heutigen letzten Beispiel für den ersten Tag spielen wir Sextolen. Das sieht so aus, also wir spielen jetzt im Grunde genommen das Gleiche, aber auf einer anderen rhythmischen Basis.
hör mal rein, wie das klingt. Ich gucke mal, ob ich den Metronom hier noch für dich ein bisschen lauter stelle, dass du das besser hören kannst. Und nun mal die ersten 4 Takte. Wir haben jetzt 3 Viertel, spielen jedoch 6 Töne. Und das klingt so. Nochmal zum Reinhören in die Triolen von vorhin. Auch hier stelle ich kurz den Metronom einen Tick lauter. Dann hör mal im Viervierteltakt, wie das klingt. Das ist ein anderer Sound. Und die Sextolen. Achtung. Sehr cool. Wie so ein Perpetuum mobile dreht sich das Ganze dann so im Kreis und klingt richtig cool. Also, wie spielt sich das? Ich mache mal einen Durchgang mit den Sextolen. Und ja, das ist ein bisschen schneller wie vorhin. Und es ist dieselbe Übung. Jede Position einmal hoch und runter. Und los geht's. Okay, das wurde jetzt ein bisschen weiß, entschuldige bitte, dass dann das über den Bildschirm hinausschießt als ab und zu. Aber ich denke mal, vom Prinzip her war das jetzt sehr, sehr deutlich, wie das hier funktioniert hat. Okay? Nun, ich werde bewusst diesmal auf schnell spielen und auf schnelle Vorführung verzichten. Mir geht es nur darum, dass du diese Übungen kennenlernst, dass du damit dann trainierst und vor allen Dingen, dass du die Prinzipien des Übens verinnerlichst. Und das möchte ich jetzt zum Schluss noch mit dir kurz durchsprechen. Dann gucke ich nochmal in den Chat, falls da Fragen zum Thema aufgetaucht sind. So, was ist hier besonders zu beachten? Es kann sicher Momente geben, wo du so etwas zum Beispiel 1, 2, 3 Wochen übst und kaum Fortschritte machst. Das ist normal. Ganz, ganz wichtig ist, dass du diese 2, 3 Wochen durchhältst, ein tägliches Training dir auferlegst. Eine halbe Stunde dieses Motiv, eine Dreiviertelstunde, noch besser. Schön ohne Stress durchtrainieren diese 3 Übungen. Und oft ist es so, dass wenn geübt wird, wir nicht darauf achten, alles abzuschalten, was uns ablenkt. Also mein Tipp ist, Wireless LAN, alles, das Handy auf dem Flugmodus, alles möglichst abschalten, sogar das Telefon. Und dann ganz konsequent, das ist in der heutigen Zeit, wird man so schnell abgelenkt, sozusagen, wenn du dann online bist und dir dann das Video hier anguckst, dann kommen ja schon gleich 20 weitere Clickbait-Videos, die dich wieder verleiten, weiter zu klicken. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich auf eine bestimmte Art und Weise. Ohne dass wir es merken, geht sehr, sehr viel Zeit dabei verloren. Okay? Also ein konsequentes Training hier mit der Software, mit diesen Übungen. Und wir steigern uns in den nächsten Stunden. Ich lade dich jetzt schon ein, am Donnerstag dann, wenn es weitergeht, wieder dabei zu sein. Dort trainieren wir dann weiter. Es geht in all den Tagen immer nur um die A-Moll-Pentatonik. So wenn jetzt die Frage auftaucht,
Wie ist es denn dann, wenn ich in einer anderen Pentatonik spielen möchte? Das verhält sich ähnlich wie bei deinen Barré-Akkorden. Wenn du jetzt in G-Moll beispielsweise spielen möchtest, dann versetzen sich alle 5 Lagen um 2 Bünde nach links. Und dann kannst du das genauso in G-Moll üben. Oder in H-Moll, in jeder Position, in E-Moll, das ist völlig egal. In jeder Position kannst du es trainieren. Ich bleibe bewusst mit dir in A-Moll, sodass du da es schon mal vom Start weg her ein bisschen angenehmer hast. So, jetzt guck mal in den Chat hinein und schauen, ob sich da Fragen aufgetan haben und wie es dann hier aussieht. Hallo. Super, wir haben 140 Zuschauer. Das ist fantastisch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen. Ich werde das Video auch nicht länger wie eine halbe Stunde halten, sodass du, wenn du das Video dann siehst, auch motiviert bist und sagst, also eine ganze Stunde habe ich jetzt doch eine Zeit, mit dem Horst das durchzugehen. Alexander Meyer hat einen Channel neu entdeckt. Wir haben letzte Woche eine Gitarre gekauft. Der Channel hilft mir echt. Dankeschön, lieber Alexander. Danke an euch alle. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich spiele zwar eigentlich Hans. Wow, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die tolle Spende hier. Das hilft natürlich enorm, weil der Kanal ist ja so gut wie demonetarisiert mittlerweile. Ich werde auch nicht länger darauf rumreiten, denn wir wollen lernen und üben und uns positiv weiterentwickeln. Und die Musikindustrie hat so gut wie überall jetzt begonnen, die Kanäle zu demonetarisieren. Aber das ist, wenn ihr ab und zu was spenden könnt, das ist absolut großartig. Und natürlich freue ich mich auf jeden Unterstützer, der neu hinzukommt für das Projekt, weil das ist locker auf die nächsten 10, 20 Jahre ausgelegt, was ich hier mit euch mache. Saxophon, natürlich. Toll, lieber Peter, wenn du jetzt Saxophon spielst und dann zum Beispiel ein typisches Saxophon-Pattern wäre das hier. So ein Vierer, das ist ein Pattern, was ich in den nächsten Tagen dann auch noch intensiv drauf eingehen werde. Andreas, Dankeschön. Super, Jörg. Ich danke euch. Hilft euch bitte gegenseitig, das ist sehr, sehr wichtig. Gleich noch mein nächster Punkt, den ich noch mit euch in einem weiteren Video ansprechen werde. Ich will nicht nur die ganzen Videos jetzt, wir sind zur Hälfte sind wir durch auf meiner Webseite, in der Aufarbeitung des ganzen Materials. Wir wollen dort auch ein Lexikon des Wissens erstellen und dort lade ich euch dann auch herzlich ein, mitzumachen. Diese Infos gehen dann auch demnächst diese Tage dann an euch raus. Hat die Pentatonik für sich gespielt einen inhärenten Drang zu einem bestimmten Modus? Das ist zu komplex, dass ich das jetzt hier beantworten kann. So eine dorische Phrygische näher als die natürliche Molltonleiter. Nein, es ist schon die natürliche Molltonleiter, die da wesentlich näher liegt, Hans. Äolisch, ne? Also die natürliche, wenn du jetzt hier A-Moll, Dorisch geht gut, aber die A-Moll-Tonleiter ist absolut die dem Ganzen zugrunde liegt. Ne? So. Tom, schon wieder. Tom, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Dankeschön. Ja, der Heinz muss lachen, weil ich nicht schnell spielen werde. Das habe ich euch versprochen und da halte ich mich auch jetzt die nächsten Kurse dran. Ich werde nicht, ihr wisst, dass das bringt wenig, sondern ich muss es euch so ruhig und entspannt wie möglich erklären, damit ihr dann auch das super nachvollziehen könnt. Dankeschön, danke ihr Lieben. Also, das sollte es, glaube ich, für heute gewesen sein. Die Files werden diese Tage dann online gehen. Morgen habe ich einen wichtigen privaten Tag mit einer Feier
Und ich hoffe, dass ich fit genug bin, am Donnerstag dann mit euch gemeinsam weiterzumachen. Aber ich werde mein Bestes geben. Am Donnerstag geht es dann um 17 Uhr weiter und ich freue mich, wenn ihr alle wieder einschalten könnt. Das wäre super wichtig. Und natürlich ganz wichtig, wenn euch das gefällt, dann teilt es bitte. Diese Serie wird für was Pentatonik, die Amerikaner würden jetzt sagen, Masterclass. Ne? Also das wird so ein, ich vermeide dieses Wort jetzt einfach, ne? Eine Masterclass für euch. Herzlichen Dank. Ich beende jetzt die Live-Übertragung und damit es nicht zu lange geht, Samuel wollte noch wissen, wann spiele ich die Pentatonik, wann die Tonleiter. Das ist so, lerne erst die Pentatonik sehr, sehr gut spielen und dann reden wir, es wird die gleiche Serie geben, jetzt verspreche ich dir das schon, in Bezug auf die Dur-Tonleiter. Das dann sehr, sehr intensiv mit den Modes und allem drum und dran, aber das wird wahrscheinlich Jahresende oder Anfang nächsten Jahres, weil ganz wichtig ist jetzt für mich, diesen Kurs zu vervollständigen und zwar zügig in den nächsten 2, 3 Monaten und danach die Überarbeitung und Aufwertung des Grundkurses, das Zusammenfassen dessen, was wichtig ist für dich, was du unbedingt wissen und können musst. Das ist mir ganz, ganz wichtig als nächstes und dann gehen wir auch nochmal an die Durtonleiter. Also, habe mir Freitag eine PRS gegönnt. Da macht das Üben gleich doppelt so Spaß. Super. Das war es von mir für heute. Danke für deine Teilnahme. Wie immer, ich habe mich sehr gefreut. Danke auch an die direkten Spenden. Das ist großartig. Das gleicht die Verluste aus, die da entstanden sind. Ich werde zu dem Thema Copyright und Urheberrecht auch demnächst nochmal ein nettes Video drehen, wo ich niemand von der Plattenindustrie ärgern möchte, sondern Ihnen nur zeigen möchte, dass es nicht unbedingt das Beste gerade ist, was Sie da tun. Und dann schauen wir mal, wie das in Zukunft weitergeht. Herzlichen Dank an euch alle, liebe Gitarrenfamilie. Bis zum nächsten Mal. Ich sage schon mal Tschüss. Und bevor du gehst, würde ich mich freuen, wenn du hier auf meinem Kanal die Glocke läutest. Ich blende mich jetzt nochmal ein, dass du mich siehst. Hi. Also, das hilft enorm. Die Glocke läuten, dann bekommst du eine Information, wenn ich wieder online gehe. Und wenn du noch nicht abonniert hast, das hilft enorm. Ich würde mich freuen. Die Abos sollten hochgehen, wenn ihr mir da helfen könnt. Das wäre so wichtig. Ich meine, ich mache so viel für euch. Ich gebe mein absolut Bestes. Ich packe alles rein, was geht. So detaillierten Unterricht ist schwer zu finden und sehr, 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 sehr. Ich bin also von dem Ganzen, was ich dir mitgebe, absolut an dem obersten Limit, was Wissen angeht. Okay? Also ich packe alles rein mit der Hoffnung, dass über die Schwarmintelligenz und das Verteilen von Wissen wir uns alle ein klein bisschen besser weiterentwickeln. Herzlichen Dank.